Hallo, im heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in etwa 5 Minuten eine Visitenkarten-Website erstellen können. Also lasst uns anfangen. Dazu verwenden wir WordPress. Zunächst müssen wir eine Datenbank erstellen. Erstellen wir eine neue Datenbank und nennen sie WordPress-20. Und jetzt haben wir, wie Sie sehen können, die WordPress-20 Datenbank. Also setze ich meine Aktionen fort. Jetzt werde ich die WordPress-Site selbst installieren. Ich kopiere das Installations-Programm, das ich von der WordPress-Site heruntergeladen habe, und füge es ein. Jetzt benenne ich es um, es wird genauso heißen wie die Datenbank, mit der ich arbeiten werde. Jetzt kopiere ich den Datenbanknamen, kein Passwort und der Benutzer ist root. Alle Datenbankpräfixe beginnen mit WP.
Jetzt werde ich die WordPress-Engine installieren. Ich rufe das Kontrollfeld der WordPress-Engine auf und beginne mit der Erstellung einer Promo-Site. Also lasst uns anfangen. Ich deaktiviere alle Standardseiten und Demo-Seiten und erstelle dann meine eigenen Seiten. Ich werde außerdem alle Benutzerbeiträge und Kommentare deaktivieren. Also erstelle ich die erste Seite. Jetzt erstelle ich eine zweite Seite. Jetzt erstelle ich eine dritte Seite.
Und jetzt erstelle ich die dritte Seite. Jetzt werde ich sehen, wie die Seite jetzt aussehen wird. Jetzt sieht die Seite so aus. Es ist notwendig, unnötige Elemente von der Seite zu entfernen, dieses, jenes und dieses. Zuerst entferne ich einige unnötige Elemente aus dem Thema der Website. Diese Daten befinden sich standardmäßig in der Fußzeile. Ich schließe den zusätzlichen Text einfach mit einem Kommentar. Nun ist bereits eine Inschrift verschwunden. Jetzt entferne ich zwei weitere zusätzliche Elemente. Dies ist der Name der Site, er wird für eine Promo-Site nicht benötigt. Jetzt richte ich die Menüpunkte rechtsbündig aus. Wie Sie jetzt sehen können, sind die zusätzlichen Elemente verschwunden. Aber eine Kleinigkeit blieb. Wenn die Hauptseite der Website geöffnet wird, können Sie die von WordPress erstellte Seite sehen. Dies muss entfernt werden. Öffnen Sie in den Einstellungen Lesen und wählen Sie die Seite aus, die als Startseite der Visitenkarten-Site dienen soll. Nehmen Sie Änderungen vor und speichern sie. Wie Sie sehen, ist die Visitenkartenseite fertig. Jetzt können Sie das WordPress-Verwaltungssystem verlassen und sehen, wie die Website für einen einfachen Besucher aussehen wird. Wie Sie sehen, nichts weiter. Das ist alles, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, abonnieren Sie meinen Kanal.